Willkommen zum großen Kaltschweißtest. Ihr wollt etwas über Kaltschweißen erfahren? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich will euch hier 4 Kaltschweißgeräte vorstellen, wobei die rechten 2 echte Kaltschweißgeräte sind. Die linken 2 sind modifizierte Inverter, die eine Kaltschweißfunktion haben. Beide sind von der Firma Andeli. Wo genau der Unterschied ist, werdet ihr in dem Video erfahren. Ich habe für euch sehr viele verschiedene Materialien besorgt und ich werde alles gleichzeitig mit einer Thermalkamera filmen. Die Kamera wird dann automatisch den heißesten Punkt anvisieren. Doch was heißt jetzt echtes Kaltschweißgerät und modifiziertes Kaltschweißgerät? Ein echtes Kaltschweißgerät hat sehr hohe Kondensatorenleistung und gibt sehr viel Energie in sehr kurzer Zeit ab. Modifizierte Kaltschweißgeräte haben nur kleine Kondensatorenleistung und erwärmen das Material länger. Damit ihr die folgenden Angaben besser versteht, müsst ihr wissen, dass ein medizinischer Defibrillator für 4.000 € eine Kondensatorenenergie von 320 Joule besitzt. Das ist sehr viel. Das hier ist das kleine Gerät von innen. Es hat 14 Kondensatoren mit 10.000 Mikrofarad und 63 Volt. Das bedeutet, es kann eine Energie von 278 Joule abgeben. Das RH2100 hat 4 Kondensatoren mit 82.000 Mikrofarad und 63 Volt. Das bedeutet, es kann eine Energie abgeben von 651 Joule, also mehr als zweimal so viel wie ein Defibrillator. Das TIC 250 GPLC hat 4 Kondensatoren mit 560 Mikrofarad und 400 Volt. Also hat es nur eine Kondensatorenenergie von 179 Joule. Und es ist das einzige Gerät von den 4, welches IGBT-Transistoren hat. Alle anderen 3 nutzen MOSFET-Transistoren. Das TIC 250 MPL hat 4 Kondensatoren mit 560 Mikrofarad und 450 Volt. Somit kommt es auf 227 Joule. Lasst uns erstmal die Geräte im Einzelnen anschauen. Das erste hier ist auch das kleinste und leiseste. Es ist mehr für Juwelierarbeiten gedacht. Es lässt sich leicht bedienen. Es hat noch hier einen eigenen Druckminderer, der mit 0,1 bar laufen soll. Den muss man hier nicht anschrauben, aber so ist es praktischer. Links kann man die Stromstärke einstellen zwischen 1 und 10 und hier die Impulsdauer in Dreierschritten von 3 bis 30. Hier zeigen die Lämpchen an, ob das Gerät bereit ist oder nicht. Wenn man hier die Stufe 10 einstellt, dann muss man immer eine Sekunde warten und dann leuchtet die obere Lampe. Ansonsten gibt es hier Voreinstellungen für verschiedene Materialien. Und hier kann man die Gasnachlaufzeit einstellen von 0,5 bis 1,5 Sekunden. Auf der Rückseite habt ihr einen genormten Stromanschluss wie am PC-Netzteil. Weiterhin habt ihr eine USB-Buchse für den mitgelieferten Elektrodenschleifer und hier ist der Gasanschluss mit einer Schnellkopplungsfunktion. Der eigene Druckminderer wird dann hinten angeschlossen. Es ist das kleinste, leiseste und leichteste Gerät. Das nächste Gerät ist eins, was unter vielen Namen verkauft wird.
Es ist jedoch dieselbe Elektronik, die im Inneren verbaut wird. Ich blende euch mal ein paar andere Namen ein, die im Prinzip das gleiche Gerät sind. Hier das heißt RH2100. Von den 4 Geräten ist es das teuerste. Oben hat das Gerät 4 Modustasten. Jeder Modus hat eine eigene Frequenz und eine Limitierung von der Stromstärke. Hier kann man die Stromstärke von 1 bis 99 einstellen und hier die Impulsdauer zwischen 1 und 99. Hier oben kann man eigene Einstellungen dann speichern, solange das Gerät an ist. Weiterhin hat das Gerät eine Punktschweißfunktion bzw. eine Resistance Welding Funktion. Hier ist der Anschluss für die Wegpistole und das Pedal, was man für das Punktschweißen benötigt. Hinten kann man die mitgelieferte Maske anschließen und hier haben wir einen Gasanschluss. Die Schnellkopplung befindet sich auf dem mitgelieferten Schlauch. Und das ist der Hauptschalter. Stromanschluss ist auch hier wie bei einem handelsüblichen PC-Netzteil. Das ist wichtig, da hier ein nicht passendes Kabel mitgeliefert wird und so kann man es leicht austauschen. Und auch der mitgelieferte Druckminderer ist ebenfalls nicht passend für unser Gewinde. Der hat das Gewinde G 5/8 Zoll mit 14er Steigung. Das hier ist laut Andeli deren bestes Kaltschweißgerät. Es nennt sich TIC 250 GPLC. Jedoch wie gesagt handelt es sich hier um einen Inverter, der kein echtes Kaltschweißgerät ist. Dieses Gerät hat im Vergleich zum linken Andeli-Gerät einen Anschluss mehr. Hier kann man einen Reinigungspinsel anschließen für Schweißnähte, jedoch wird dieser nicht mitgeliefert. Hier seht ihr diese Reinigungsfunktion, die man dann aktivieren kann. Beide haben eine Schutzklappe. Beide Geräte gehen bis 250 Ampere. Das soll angeblich etwas mehr echte Ampere leisten, aber laut Datenblatt ist das, welches weniger Zeit bei höherer Schweißleistung arbeiten kann. Von der Größe ist es genauso groß wie das Andeli TIC 250 MPL gleich daneben. Und von hinten sieht man auch kaum Unterschied. Der Schalter hat eine andere Farbe. Das GPLC hat einen Maskenanschluss, jedoch wird diese auch nicht mitgeliefert. Ich habe die Maske vom RH 2100 hier getestet. Diese funktioniert an dem Gerät, aber eine LED von den 6 hat hier nicht geleuchtet. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nachfolgenden Testvideos mit allen 4 Geräten.